Willkommen zu Star Trek The 25th Anniversary, der dritten Mission, zweiter Teil. Und wir wollen jetzt erstmal schauen, was wir mit diesem Gas, diesem vulkanischen oder romulanischen Lachgas machen können. Also hier unten sind ja Romulaner und die müssen wir jetzt erstmal außer Gefecht setzen, indem wir das Lachgas hier durch das Gitter schmeißen. Durch diesen Schacht. So, welches war das jetzt? Das war das rote. I don't suppose you'd enjoy the psychological release of a few good belly laughs, Spock. We could open the canister right here if you like. I would strongly recommend against it, Doctor. Okay. With a hiss, the Romulan laughing gas billows down the vent. You hear the muffled sounds through the vent of hearty Romulan laughter, followed by the dull thud of bodies hitting the deck. Okay, das dumpfe Geräusch habe ich nicht gehört. Okay, dann gehen wir mal runter. Was sagt der Tricorder? Jim, we've got to help these men before they die. Jim, we've got to help these men before they die. Okay. Komischerweise hat der auch was abgekriegt, aber die beiden nicht. Na gut, das war ja nur für die Romulaner gedacht. Aber schauen wir uns erstmal um. Some odd-looking equipment connected to the torpedo. What does this stuff do? What's going on here? We're conducting research into the origins of life in the universe. This is our equipment. We believe that, well, I guess you don't have the time. You can get the background in my doctoral thesis. Ich würde sagen, befreien wir die erstmal. Thank God it's you, Jim. I'm so glad you came. Na, das mache ich doch gerne. Würde mich mal dieser Torpedo interessieren. Der sieht mir nach diesem Genesis-Torpedo aus. Oh, Spock hustet. Fascinating. This device contains over 10 million forms of life. Patterns I have never seen before. We call this the cradle, Mr. Spock. One day I hope something wonderful would be produced here. Was hat er zu sagen? It's about time someone got here. Anthony and I will look after these Romulans, Jim. Dr. McCoy, we could use your expertise on discovering a cure for the virus. All our equipment is at your disposal. Okay. Dann können wir hier auch nichts weitermachen. Geisel haben wir befreit. Dann gehen wir erstmal nach oben. Oder sehen wir hier noch irgendwas? Nee, hier ist nichts mehr. Nein, dann gehen wir wieder hoch. Mit den schweren Flaschen. Mit der schweren Flasche. Gut. Gehen wir hier noch mal rein. H2O2. Was haben wir denn? Wir haben hier diesen Ammoniak und das Wasser. Den Schraubenschlüssel, den Phaser. Können wir hier? Nee, hat er gesagt, hier können wir nichts machen. Wir müssen das Gegenmittel herstellen. Packen wir das mal hier in diesen Analysator.
Vielleicht brauchen wir da noch dieses THT-Gas. Vielleicht. You fail to obtain. Doch, können wir hier. You grab a handful of insulation. Gut, ein bisschen Isoliermaterial. Vielleicht können wir aus dem THT-Gas irgendwas nochmal machen. Das sieht so aus, als könnten wir hier eine Flasche hinstellen. You have distilled a quantity of polyberyl carbonate. Hier ist ein Carbonbehälter. Packen wir den wieder da hinein. Dann benutzen wir die Knöpfe hier, das Bedienteil. The machine synthesizes 1 liter of Teil TDH gas. An unusual compound, Captain. It can induce laughter, and Yep. It does, in effect, Vulcan. actually, Doctor, both Romulan... Why, that's just dandy. Vulcan laughing gas. Please, Doctor, this is not a laughing matter. Okay, das wissen wir bereits. Machen wir hier die Tür nochmal zu. Nehmen uns die rote Flasche. You take a 1 liter container. Ja, und gehen wir nochmal raus. Dann benutzen wir die rote Flasche. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Doktor, I certainly see nothing there calling for a ship's doctor. This isn't the result I was hoping for, Jim. gut. Done. Dann, okay. Was haben wir noch? Immer das Wasser, aber ich denke mal. This isn't the result I was hoping for, Jim. Dann langsam gehen wir. Eine hatten wir noch, ne? Done. Dann nehmen wir den. A loud hissing fills the room. Wo ist mein Ammoniak? Ich wollte doch das Ammoniak da reinstecken. Habe ich das jetzt aus Versehen geöffnet? Dann müssen wir noch mal eine Flasche herstellen. Wie war das jetzt? Ach, so Mist. Gas feed is off. Dann nehmen wir noch mal diesen Schwerkraft. You attach the anti-grav unit to the gas tank. It can be moved freely. Okay. Dafür dann dieses N2 You install the da. gas tank to the synth. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Aufschrauben. Gas feed is on. So, und dann hier benutzen. Ich hoffe, das Richtige kommt jetzt raus. The machine synthesizes a liter of ammonia. I hope you don't want me to swab the deck with that, Captain. I think we can set this aside and not worry about it. Das hatten wir auch schon. Dann nehmen wir uns das nochmal. You take a 1 liter container of ammonia. Und wieder raus. The virus has spread to me, Captain. I suggest you concentrate your efforts on the problem. Ich bin dabei, Spock. So, benutze Ammoniak mit dem Automaten. Dann gehen wir beiseite. Lass mal den Doktor ran. Eureka, this is it, Jim.
There's not much, but all I need to do is synthesize some more, and we're in business. Okay, dann lass uns das mal nehmen. You retrieve the Ouroboros cure. You fail to obtain anything. Ja, ich kann nichts nehmen, aber wir können gehen. Synthetisieren, aber ich weiß jetzt nicht, welche Flaschen ich jetzt hier angeschlossen haben muss. Das wird jetzt wieder so ein Rätselraten. Okay, Doktor. Ja. Ja, da liegt irgendwas. Was ist das? This is the door to the synthesis chamber. In principle, Captain, this device is quite simple. When this chamber is empty and gas tanks are attached, it will combine the gases to make new compounds. If chemicals are placed in the chamber, the machine will combine them with the gases to create new materials. Next, he'll tell us the DNA molecule is simple. Compared to many molecular models, it is, Doctor. I rest my case. Okay, dann war das Richtige. Der richtige Weg. You take the hypo with Ouroboros toxin cure. Könnten wir jetzt mit der Spritze hier unseren Mr. Spock heilen? There, you're now cured. Thank you, Gott sei Doctor. Dank. Finally, a human response. Heb die Augenbraue. Dann wollen wir den Romulanern auch helfen. Weil wir machen das ja. Wir sind ja das liebe Volk. Dann gehen wir nochmal runter. Und helfen denen auch. Ich hoffe, es ist auch noch genug drin. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder einen Phaser ziehen und The die wieder betäuben. Romulans stir weakly, then begin to get up. They've all been cured. They're severely dehydrated, but they'll live. We got to them in time. Ausgetrocknet, geben wir denen das Wasser. The Romulans drink thirstily and empty the container. Take it easy now. You'll feel better in a few minutes. Good thing we had the water available, Jim. We aren't barbarians, in spite of what some people think. Das sehe ich auch so. Können wir mit denen sprechen? Okay. Dann war hier noch einer. Dann geben wir ihm auch die Spritze. The Romulan Preax stirs weakly, then begins to get up. He has been cured. He's severely dehydrated, but he'll live. Aber er sagt nichts. Was meint er? These Romulans appear to be a negligible threat, sir. Okay. I have called off the Romulan attack on this station, Kirk. I believed your virus was some kind of deliberate attack, but your great honor and compassion have convinced me otherwise. You also conducted yourself in the most honorable fashion, Centurion Preax. You may return to Romulan space without Federation interference. I assure you, the Federation would never undertake such a foul program. It was all an accident, right, Dr. Marcus? Save it for someone who's buying Preax. Leave Federation space immediately or we'll scatter your atoms across the quadrant. Ja, das machen wir nicht. I assure you, the Federation would never undertake such a foul program. It was all an accident, right, Dr. Marcus? Ja. Absolutely. We've already destroyed all cultures and purged the data files. This will never happen again. You are an honorable adversary, Kirk. Jolon true. You are also a worthy opponent, Preax. May you live long and prosper.
Ja, immerhin haben wir von denen ja ein Schiff zerstört. Ne? Gut, mal gucken, was wir als nächstes machen You'll müssen. never cease to amaze me, Jim. Goodbye, Carol. Goodbye, Jim. Well, gentlemen, let's go home. Das war's, die Mission. Message from Starfleet. On screen, Lieutenant. We have read your report on the problems at Arc 7 and evaluate your performance at 97%. You and your crew received 3 commendation points. The top brass at Starfleet are impressed. Outstanding work, Jim. Na wunderbar. I wonder if I'll see Carol again. Well, if you don't, you can always drown your sorrow in some Romulan ale. That's illegal, Bones. Tell that to the Romulans, Jim. I found a whole case they brought on board the Arc 7. Das war die 3. Mission. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der 4. Mission wieder. Bis demnächst.